ich habe jetzt knapp 15 Stunden an dem Video gesessen, an dem Schnitt. Allerdings ist es jetzt schon dunkel geworden und ich muss jetzt erstmal noch einen Schlafplatz finden. Ich habe jetzt tatsächlich einen Platz gefunden, mitten in der Wildnis, zum Nähe einer Autobahn, aber es sieht ganz gut hier aus. Ich probiere mein Glück. Ja, ich sitze jetzt im Zelt, werde mir jetzt noch gleich was zu essen kochen und ja, bin echt gespannt, wie ich hier schlafen werde. Ist ein bisschen gruselig, aber das wird schon. Ja, ich liege jetzt im Bett und lasse jetzt mal die Nacht auf mich wirken. Mal gucken, ob ich ein Auge zukriege. Ja, erste Nacht im Zelt in der völligen Wildnis. Nachdem ich kurze Einschlafschwierigkeiten hatte, weil es überall raschelte, Enten waren draußen, aus dem Wald kamen irgendwelche Geräusche raus. Ich bin dann eingepennt, habe eigentlich relativ gut durchgepennt. Zwischendurch habe ich Stimmen gehört, keine Ahnung, wo die herkamen. Aber mich hat auf jeden Fall keiner geweckt. Ich glaube, es ist auch noch alles da. Ich gleich mal gucken, das Fahrrad liegt draußen, ob das noch da ist. Aber ansonsten 1A gewesen. Hat jemand von euch schon mal gefragt, wie man sich eigentlich in der puren Natur wäscht, wenn kein vernünftiger See oder ähnliches in der Nähe ist? Ja, das werde ich jetzt herausfinden. Ja, das nenne ich mal effektives Wassersparen. Ich habe jetzt mit 1 Liter mich geduscht, meine Zähne geputzt und einmal komplett frisch gemacht. Ja, für mich geht es jetzt wieder in die öffentliche Bibliothek. Ich werde dann das Video fertig schneiden und hoffentlich dann in 2 Stunden endlich weiter reisen. So, das erste YouTube-Video ist jetzt endlich online. Hat mich sehr viel Zeit gekostet, aber hat auch Spaß gemacht. Ist noch nicht alles professionell, aber trotzdem so, dass ich es meinem Gewissen abverlangen konnte. Ich bin jetzt auf jeden Fall in Sluphuiden, ich glaube, so spricht man das aus, angekommen. Nur ein paar Kilometer entfernt von Delft. Heute also auf dem Campingplatz, nicht in der wilden Natur. Und ja, ich freue mich nämlich richtig auf eine Dusche. Leider regnet es einfach schon seit 6 Stunden durch, naja, 5 Stunden. Aber es soll gleich aufhören und dann setze ich mich gleich gemütlich in ein Zelt, in mein Zelt. Und ja, zeige ich einmal kurz den Campingplatz. Von hier Kühe als Nachbarn, davon sind Schafe. Dann haben wir hier den Campingbereich. Das sind Sanitäranlagen direkt neben dem Bauernhof. Zum Abendbrot gab es da noch Fusilli, dazu eine Fungi-Soße und ein bisschen Käse und Wurst. Guten Morgen zusammen. Tag 10 ist gerade angebrochen. Und es regnet wieder. Gestern im Regen hier angekommen. Im Regen aufwachen und dann gleich im Regen fahren. Ja, voll. Das motiviert mich gerade nicht wirklich. Aber egal, was soll's. Weiter. Ja, zum Frühstück gibt es heute eine Käsemauke. Also schönes Käsebrötchen. Dann Früchte. Und den Kaffee aus der anderen Käsemauke, zumindest meinem Getränkhalter. Es gibt echt so Tage, da ist die Motivation wirklich weit unten. Das recht, wenn es die ganze Zeit pisst. Was soll's, sobald es gleich weniger wird abgerissen und dann geht's weiter. Sonne und dann irgendwie ziemlich graue Wolken. Ich glaube, der Sonnenschein hält nicht lange. Ja, aber egal, ich fahre trotzdem Bus. Endlich wieder auf dem Bike, kann weitergehen. Und ich muss echt sagen, Zeeland in Holland, wunderschön. Gucken, wer noch genauso schlimm denkt wie ich. Was lest ihr auf den ersten Blick?
Ich weiß, was ich gelesen habe. Dreimal dürft ihr raten. Regen. Ich habe echt genug von diesem Wetter. Das kann doch nicht angehen. Aber erstmal Vitamine. Manchmal gibt es auch einfach Passagen, da kann man einfach mal ruhig machen. Einfach ein bisschen ballern, auf dem Lenker liegen und fahren. Eigentlich ganz geil. Endlich Sonne! Wurde endlich mal Zeit, verdammte Scheiße. Ich habe das erste technische Problem, naja, mehr oder weniger. Wenn ich vorne die Tasche dran habe, dann kippen die mir zur Seite weg, weil ich so kleine Elektriker vorne dran habe. Ich zeige euch das mal eben kurz. Der ist halt locker. Meine Idee: hier Kabelbinder nach da verbinden. Und das auf beiden Seiten. Und dann soll sich hier nichts mehr bewegen. Mal gucken. Also, das hilft nicht so viel, weil sich der Kabelbinder immer mitdreht. Kann man machen, was man möchte. Aber was ich jetzt probiert habe, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gerade sieht, vor der Klicke jetzt ein Kabelbinder und hier auch, so dass immer wenn ich jetzt fahre, die Tasche nicht nach hinten rutscht und das Gewicht sozusagen weiter nach vorne verlagert wird. Vielleicht hilft das schon, dass es nicht mehr so weit kippt. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich muss es jetzt eben noch auf der anderen Seite machen. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Wisst ihr, was mich noch mehr stört als der Regen? Gegenwind. Ich meine, die drehen sich ja fast nicht schnell, oder? Kommt mir das nur so vor. Und noch schlimmer als das, es geht bergauf. Ja, ich hoffe, man versteht mich. Wind, bergauf und Nähe des Wassers. Geile Kombi. Zum Glück regnet es nicht. Ja. Hier nochmal die Windräder von der anderen Seite. Ganz schön heftig. Ja, es gibt keine Abkühlung, sondern eher was Leckeres zu essen. Schön Fisch und Chips am Hafen. Ich habe jetzt gerade so einen Moment, wo ich hier gerne einfach sitzen bleiben würde, weil der Wind ist echt super nervig. Die Taschen sind einfach wie Segel im Wind. Wir langsamen die ganze Zeit. Jeder Tritt ist anstrengend. Da hätte ich fast lieber ein bisschen Regen, aber dafür keinen Wind. Mitten auf einer Straße lang, auf der anderen Seite ist ein Konzert am See, Sea at the Concert, Concert at the Sea, so rum. Und schade, kommt wohl nicht rein. Kacke, das wäre echt zu geil gewesen. Eimer. 70 Kilometer gegen den Wind. Jawohl! Endlich kein Wind mehr. Jetzt gibt es Vollgas. Nicht geschafft. 100 Kilometer waren es.
70 gegen Wind. Und jetzt bin ich auf dem Campingplatz in Kalbekamp. Und gehe heute als Wohnmobil durch. Guten Morgen zusammen. Die Nacht war super erholsam. Ich habe mir gestern Abend noch Spaghetti Pesto gekocht. Hab erst gedacht, das schaffe ich nicht, aber dann habe ich mir einfach reingezwängt, weil ich gestern so viel geackert habe, dass ich dir gesagt habe, die Kalorien brauche ich definitiv. Und ja, ich habe geschlafen wie ein Stein. Es ist jetzt, glaube ich, 10:15. Einfach über 9,5 Stunden durchgeschlafen. Mit wunderschönen Sonnenstrahlen aufgewacht. Und ich glaube, heute wird ein richtig schöner Tag. So wie es scheint, ist auch fast kein Wind da, zumindest hier auf dem Campingplatz. Im Gegensatz zu gestern, da wehte hier nämlich alle Spitzen. Jetzt sehe ich da hinten nur ein paar kleine Spitzen wehen. Von daher, geil. Ich werde jetzt frühstücken, dann die Sachen abbauen und mich Richtung Belgien begeben. Rückenwind ist schon was Feines, wenn man schön mit 30 km/h langballern kann, einfach hinter Rennrädern bleibt. Aha! So krank geiles Wetter. Ich habe jetzt schon mal die Ärmel hochgekrempelt, weil ihr seht ja, leichter Unterschied von der Färbung her. Seht ihr das Boot, was da gerade schwimmt? Der Besitzer war so kreativ. Er hat es einfach My Boat genannt. Sein Boot, ja. Sehr schön, sehr schön. Kreativ. Seht ihr das hinter mir? Das sieht aus wie ein alter Wasserturm. Da sind jetzt Wohnungen drin. Und das wäre ein Traum. Da oben drin zu wohnen. Geil. Absolut genial. Keine Ahnung, ob ihr mich versteht. Ich hoffe es. Ich bin gerade einfach mal 36 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Mein Navi hat mich völlig krumm geführt, wollte, dass ich anstatt, dass ich 50 Kilometer fahre, sollte ich 150, 180 glaube ich sogar fahren. Weil es mich über eine völlig andere Brücke im Land geführt hat, anstatt die Fähre zu nehmen. Ja, was lernt man daraus? Nicht immer blind auf die Technik vertrauen, sondern einfach mal selber nochmal nachgucken. So eine Scheiße. 36 Kilometer jetzt zurückknattern und ja, dann die Fähre nehmen, dann endlich in knocke-heiß in Belgien ankommen. Ja, leider ein bisschen zu spät. Man hört es so durch, dass ich nicht mehr richtig reden kann. Also, ich bin hier gerade auf dem Rückweg von meinen fehlgeleiteten 40 Kilometern und habe dann einmal so einen schönen Automaten gefunden. Äpfel, Erdbeeren, Kartoffeln, direkt vom Hof. Safety first, ne? Hier müssen die Bikes so angeschnallt werden, damit die nicht aufgehen. Finde ich gut. Ja, der Motor ist ja winzig, ne? Nach gerade mal 750 Kilometern habe ich das erste technische Problem, was ich auch so schnell nicht lösen kann. Vorne an dem Vorderreifen ist mein Gepäckträger abgebrochen. Da steckt eine Schraube drin und in so einer kleinen Öse. Und das ist halt jetzt abgebrochen und da kann ich nicht viel dran machen.
Aber Kabelbinder müssen es richten bis zum Campingplatz. Morgen ist Sonntag, wahrscheinlich hat er nichts auf. Mal gucken. Es scheint immer noch die Sonne. Ah ja, und ich habe einen leichten Sonnenbrand, minimal. Ich bin jetzt beim Campingplatz angekommen und habe erklärt, dass es gebrochen ist. Und super hilfsbereit, also wirklich Wahnsinn. Haben sich das erstmal angeguckt, haben gesagt, ja, bis Montag warten, also 2 Tage. Beziehungsweise jetzt ist gerade Samstagabend, heißt morgen Sonntag abwarten. Aber es gibt wohl so einen mobilen Service, den kann ich morgen wohl mal anrufen. Da einfach mal fragen, vielleicht kann der auch was machen, aber wahrscheinlich muss es eh geschweißt werden. Aber ich habe eben schon Kabelbinder XXL bekommen, um die halt, um zumindest ein bisschen befestigen zu können, falls ich morgen doch weiterfahren will. Aber ich will das, glaube ich, erstmal richtig haben, bevor ich dann überhaupt irgendwas oder überhaupt weiterfahre.